Ich habe meinen Schul-PC gehackt, aber wie und warum habe ich es gemacht? Circa Anfang 2024 haben wir von der Schule aus, natürlich aus städtischen Mitteln, Schullaptops bekommen. Man konnte aber diese auch nicht annehmen, wenn man ein anderes digitales Endgerät schon besitzt oder einfach keinen Bock darauf hatte. Ich war damals unentschlossen, da, wenn ich auch einen sehr schwachen Laptop hatte, trotzdem einen hatte und wusste, dass die Schullaptops natürlich mit einem eingeschränkten Windows laufen werden. Trotzdem entschied ich mich, den Schullaptop anzunehmen, um zu gucken, wie es halt ist, weil wenn der Schullaptop besser wäre als mein Laptop zu der Zeit, ist ja ein Plus. Wenn schlechter, muss ich den natürlich dann nicht benutzen und muss ihn nur dann sorgfältig aufbewahren. Außerdem konnte ich halt dadurch auch einfacher Mitschülern bei technischen Problemen helfen. Versuch Nummer eins. Sagen wir mal so, er ist halt bodenlos gescheitert. Natürlich habe ich beim ersten Versuch das Offensichtliche ausprobiert und da war es mein Ziel, einfach Linux drauf zu installieren oder wenigstens in Live-Environment reinzukommen oder auf dem schon vorhandenen Windows einfach Sachen machen, die eigentlich nicht erlaubt sind. Also habe ich natürlich probiert, irgendwie erstmal in ein Live-Environment zu kommen. Und das habe ich natürlich erstmal probiert, entweder durchs BIOS die Boot-Order umzustellen. Also erstmal muss ich dann natürlich ins BIOS zu kommen. Was by the way nicht funktioniert hat, weil das BIOS ein Passwort hatte, aber mehr dazu später. Und oder übers Boot-Menü dasselbe zu schaffen, dass ich einfach die Boot-Reihenfolge einfach ändere. Was natürlich auch nicht ging, weil das Bootmenü ausgeschaltet war im BIOS. Oder genauer gesagt im UEFI. Zu anderen Taktiken muss ich sagen, ich hatte auch schon die Idee, irgendwie einen Buffer Overflow im Windows irgendwie auszuführen. Was, sagen wir mal so, erstmal nicht. Wäre schon interessant, aber ist ein bisschen über meinem Skill-Niveau. Und die beste und letzte Sache für den ersten Versuch war, natürlich habe ich erstmal noch andere Wege ausprobiert, dass während ich recherchiert habe und geguckt habe, wie ich das BIOS-Passwort ins Bootmenü kommen kann, schon über die letztendliche Lösung gestolpert bin. Aber halt nicht verstanden habe, wie sie richtig funktioniert. Also habe ich natürlich dann im Endeffekt fürs Erste aufgegeben. Fürs Erste. Natürlich ging dann Leben auch einfach weiter und ich habe diese Idee einfach im Hinterkopf behalten. Dachte wahrscheinlich in der Zeit, wo ich den Schullaptop noch habe, wird nichts mehr aus dem. Aber ich hab's noch einmal probiert. Versuch 2. Nachdem ich Daten mit meinem Vater von einem unserer alten Familienlaptops retten wollte, wo by the way 4 Windows im Keller sind, also keiner von denen bootet, habe ich am 28.12.2024 um 1 Uhr nachts dasselbe probiert, was ich bei unserem Laptop gerade erst gelernt habe. Ich habe das BIOS gecrackt. Oder eher eine Backdoor im BIOS genutzt. Warnung. Nutze es nicht illegal oder mit bösen Intentionen. Ich habe es nur gemacht, weil ich gucken wollte, wie weit ich es halt bringen kann. Einfach aus Interesse, halt wie auch vor Jahrzehnten schon. Nachdem du den Laptop angeschalten hast, gehst du ins BIOS oder UEFI mit der Laptop-spezifischen Taste, also es hängt immer vom Hersteller ab. In meinem Fall war es hier F2. Und wie du siehst, haben wir jetzt ein Menü, wo Enter Current Password steht. Und da müssen wir dreimal ein falsches Passwort eintippen. Und dann siehst du dieses Menü hier. Klickst dann Enter und wählst dann Enter Unlock Passwort aus. Und jetzt nach dem Enter Unlock Passwort siehst du den Key, den du dafür brauchst. Je nach Gerät variiert dieser Key. Der kann 10, 8-stellig sein. In meinem Fall war es ein 10-stelliger von Acer. Und du suchst den Key-Typ auf biosbug.com. Und wenn du jetzt runterscrollst, kannst du den dann auch eingeben und der wird dann irgendwie generiert, gehasht oder aus der Datenbank gezogen. Keine Ahnung, ob es so ein Effekt ist oder halt auch wirklich was am Machen ist während der Zeit. Und dann musst du natürlich diesen generierten Key einfach ins BIOS eintippen. Dann bist du auch im BIOS oder UEFI gelandet und kannst dann von hier aus dein BIOS-Passwort ändern. Entweder komplett kein Passwort haben oder dein eigenes hier reintun. Außerdem, ich habe hier noch im BIOS Secure Boot und Fastboot, aber Fastboot aus Präferenz, für die Installation von Linux ausgeschalten.
Also wie gesagt, ich habe auf dem Laptop Linux installiert und hier ist Linux in Action. By the way, der Laptop hat ein Touch-Display und ist auch eigentlich ein Two-in-One, also daher kommt der Name Convertible, weil man kann ihn als Laptop, aber auch als Tablet nutzen. Und hier ist nochmal die Windows-Seite. Also Desktop-Performance geht, aber ja, wenn man was machen will, eher weniger. Und daran merkst du, dass UEFI oder auch BIOS-Passwords, aber vor allem UEFI-Passwörter nicht so sicher sind, wie du denkst. Weil, wie du ja gesehen hast, ist gefühlt einfach eine eingebaute Backdoor im BIOS, die wahrscheinlich von Servicen oder den Herstellern selber genutzt wird oder wurde. Und wenn man halt weiß, wie es vom Prinzip her funktioniert, je nach Laptop-PC-Modell, man setzt das halt dann ein bisschen anders um, aber im Endeffekt ist immer dasselbe Prinzip. Und ho ho ho, by the way, das war nicht der einzige Laptop, wo ich ein BIOS-Passwort entfernt habe. Weil, wie gesagt, ohne meinen Familienlaptop, wo ich halt mit meinem Vater diese Daten retten wollte, hätte ich wahrscheinlich das nicht geschafft, weil ich es ja da erstmal ausgetestet probiert habe und es ja dann funktioniert hat. Aber da natürlich mit Erlaubnis oder privat, wo es dann nicht so rechtlich eventuell Probleme gibt. Zum Beispiel in der Linux AG in meiner Schule, die ich leite, wo wir halt alte Schullaptops für die AG bekommen haben und da es halt so gesagt halt machen können. Natürlich gab es auch Probleme, nachdem ich Linux drauf installiert habe, wie zum Beispiel das erste Problem, nachdem ich eine Serverinstallation von Debian gemacht habe, war die Sache, dass Wi-Fi nicht funktioniert hat. Das habe ich dann einfach gelöst nach ein paar Tage Frustration, indem ich einfach den Intel Wi-Fi Driver installiert habe, also sudo apt install und dann den Paketnamen irgendwie Intel Wi-Fi Firmware. Das zweite Problem war, dass Grub nicht Windows booten wollte. Und ich weiß bis heute immer noch nicht das Problem, also da habe ich einfach übers Bootmenü oder übers BIOS dann zu Windows gewechselt in meinem Fall, weil ich da eher auf meinem Schullaptop dann eher auf Linux gechillt habe als auf Windows. Ja, das war eher ein Problem für andere Personen. Und als drittes und letztes Problem war die Sache, dass man keinen Zugriff hatte von Linux auf die Windows-Partition ohne Passwort. Was eigentlich nach BitLocker aussah, aber angeblich nicht BitLocker war. Also Windows war nicht installiert, war aufgesetzt, mit BitLocker aktiviert. Aber irgendwie konnte man halt auch, wenn mit dem User-Passwort, nicht auf die Daten von Windows zugreifen. Der Epilog. Natürlich war das nicht die ganze Geschichte, weil bis jetzt hat sich alles schön und gut angehört. Aber natürlich musste eine Sache am Ende reinscheißen. Denn ich habe halt einem guten Freund und Mitschüler von mir auf sein Convertible, also Schullaptop, auch Linux installiert, Linux Mint by the way. Aber währenddessen er im Unterricht ein Windows-Update gemacht hatte, musste natürlich ein wunderbarer Mitschüler das Convertible ausschalten. Wegen dem Windows-Update bedarf ich erinnern. Und natürlich ist das nicht gut geendet für das Windows. Linux war eigentlich noch fein. Die Sache war, Linux war noch fein. Und Linux war noch drauf. Und ich war, glaube ich, zu der Zeit einfach krank. Also nicht in der Schule. Und mein Freund war dann einfach beim Informatiker von unserer Schule. Aber dies, das, anderes. Nach paar Gesprächen und nach paar Mal angucken, sollte mein Freund einfach einen neuen Laptop bekommen. Aber nur als kleiner Reminder, er hatte Linux drauf. Und er sollte halt ein neues Gerät bekommen, weil man sein Gerät einfach nicht mehr tracken konnte. Wahrscheinlich wegen Linux, weil die Windows-Partition dann geschrumpfen ist. Oder wegen einem anderen Grund, aber genau weiß bis heutzutage auch selber nicht. Alles schön und gut, bis ich die Nachricht bekommen habe, dass mein Laptop oder mein Schul-Convertible auch nicht trackbar ist. Und dann hat sich herausgestellt, dass ich auch mein Convertible abgeben muss und halt ein neues bekomme. Und dann halt natürlich nicht Linux drauf installieren sollte. Was nach Monaten, wo ich mich schon daran angewöhnt habe und einfach nutzen konnte für Schulsachen, privat eher weniger, aber trotzdem auch privat. Aber vor allem für Schulsachen konnte ich in einem mehr performanten, ruhigeren Betriebssystem einfach chillen. Und dann wurde es mir natürlich genommen. Und natürlich war ich dann halt ein bisschen pissed und sogar traurig, dass ich halt diese Option nicht mehr hatte. Weil die Schullaptops halt mit dem Windows, was drauf installiert ist, halt arschlangsam laufen. Obwohl es noch
okay, Hardware ist vor allem für Schulsachen, also einfach Webbrowsing, Präsentation etc. Und das halt dann gehen würde, aber wenn Windows dann halt so fett ist und so viele Systemressourcen aufbraucht, ist natürlich die Erfahrung mit dem Laptop, Schullaptop, eher beschissener. Und darauf hatte ich keinen Bock mehr, vor allem wenn ich über 5 Monate die Erfahrung gemacht habe mit Linux auf meinem Schullaptop. Aber im Endeffekt haben diese Gefühle und die gesamte Situation dazu geführt, dass mir letztendlich auch ein ThinkPad oder einen Schullaptop mal gekauft habe. Ich weiß nicht, was die Moral der Story ist. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte, die ich bis zum Tod erzählen kann und auch schon mit früheren Jahren gemacht habe. Aber ja, außerdem, wenn du persönliche Hilfe vom Umstieg von Windows auf Linux haben möchtest, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Ansonsten kannst du gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da lassen und wir sehen uns im nächsten. Ciao mit V.